Also ja, ich möchte so lange wie ich laufen kann und noch zum Fels komme, auch noch klettern. Das war Robert Leisner, der sächsische Vollblutkletterer und Erstbegehr zahlreicher schwerer und haarsträubender Kletterrouten im Elbsandsteingebirge. Leisner nimmt euch in der heutigen Spezialsendung, die Petzl präsentiert, mit ins Land der 1000 Felstürme im Herzen der sächsischen Schweiz. Im Anschluss an die heutige Sendung werden wir natürlich wieder was verlosen und wir verkünden den Gewinner der letzten Sendung. Jetzt aber genug der Worte, wir sagen Film ab. Wow. Ey. Das ist komisch. Ah. Der erste Tour nach wie vielen Monaten? 6, 7? Ich war eigentlich nur bouldern. Mal sehen, ob der Kopf mitspielt heute. Ist ja auch besonders guter Nerventest, die Ostwand. Im Kletterführer hat es ein Ausrufezeichen, das bedeutet besonders schlecht gesichert. Muss man mit Nerven kompensieren. Du hattest es im Gefühl, zum ersten Ring ist es gefährlich? Es war zumindest weit bis zum ersten Ring, ja, da sollte man auf jeden Fall nicht fallen. Ich glaube am Ring und dann weiter ist man noch relativ sicher. Ja, da kann man zumindest nicht mehr sterben dann, ne? Ja, gut, okay. Was sozusagen der Inhalt von sächsischen Bergsteigen ist, wir klettern an freien Türmen, die frei stehen, auf die man nicht hochlaufen kann. Und da gibt es großzügige Linien dran, alle Wege haben ihren Platz. Es sind möglichst wenig Ringe im Fels. Und ja, das Gipfelerlebnis ist vor allen Dingen auch was ganz Entscheidendes für das sächsische Klettern. Eben, dass es darum geht, gemeinsam gehen wir auf den Gipfel hoch. Ich habe das Gefühl, dass sich die Lust an den sächsischen Klettern etwas zurückentwickelt, weil unsere Gesellschaft ja gar nicht mehr dafür gemacht ist, sich wirklich anzustrengen und irgendwo an was zu arbeiten. Es muss ja alles schnell gehen, entspannt sein. Ich kann alles mit meinem Smartphone kontrollieren. Das sächsische Klettern in seiner Originalität ist ja das komplette Gegenteil. Zu warten, abzubrechen, Angst haben, das entspricht überhaupt nicht mehr unserem Zeitgeist. Ich glaube, 1917 wurde schon der Grad 8b geklettert, was umgerechnet ein 7er entspricht. Also das ist also unheimlich alt, die Historie des sächsischen Kletterns. Das ist also die erste Historie des Kletterns überhaupt. Woanders wurde eben noch viel länger mit technischen Hilfsmitteln geklettert, wo man sich schon hier Anfang 1905, 6 hat man sich wirklich dafür entschlossen, wir klettern nur mit natürlichen Mitteln, oder mit eigenen Mitteln, mit menschengemachten Möglichkeiten klettern wir auf die Gipfel hoch. Talseite von 1936. Da haben sie woanders auf der Welt noch gar nicht gewusst, dass es Klettern gibt. Der Teufelsturm ist das Symbol des sächsischen Bergsteigens. Also es ist sicherlich einer der absolut bekanntesten Gipfel und auch der markantesten. Die Ostwand, das ist ein Weg von 1965 und zu der Zeit, der galt einfach möglichst schlecht gesichert, dass es die Wiederholer wirklich auch schwer haben, da hochzukommen.
Und dann gab es eine Entwicklung bis Mitte der 80er Jahre, bis hin zu wirklich sportlich gesicherten Wegen, wie das zum Beispiel der Pferdefuß der Fall ist, der viele Ringe hat und wo man sich nicht fürchten muss. Es gibt sicherlich ein paar Leute, die sich besonders wohl hier fühlen, weil sie wenig Angst an sich schon haben. Das hat sicherlich zur Folge, dass diejenigen sich auch so ein bisschen wie als die Sachsen-Elite so fühlen. Das ist auch ein schönes Gefühl, wenn man sich so überlegen fühlt, ne? Und vielleicht auch Dinge schafft, die andere für unmöglich halten oder wo andere die Hände über den Kopf zusammenschlagen und denken so, bist du bescheuert? Also sowas zu machen, so viel zu riskieren. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo ich das geliebt habe, diesen Kick. Also dieses, wo gibt es hier eine Tour, die 20 Jahre lang nicht geklärt ist? Ich gehe sofort hin. Ja, und dann habe ich eben mir auch zweite Wiederholung nach 18 Jahren auf Bernd Klassiker geholt. Irgendwie hoch überlebt. Also das waren geile Zeiten. Da hat man sich gigantisch gefühlt. Ne? Auch wirklich so elitär. So, mich kann überhaupt nichts erschüttern. Und mit jedem Kind, muss ich sagen, ist aber diese Überhebliche auch ein Stück weit, ne, was man auch braucht. Mir kann ja nichts passieren. Es kann immer was passieren. Das ist mir mit den Kindern verloren gegangen, zum Glück, weil ich habe das Gefühl, jetzt auch etwas sicherer unterwegs zu sein und nie immer mit einem Bein im Grab zu stehen. Viertel haben wir geschafft. Wo machen wir hier ein Lager? Hier? Ja. Eingespickt oder nicht? Nee. Also ich habe noch kein anderes Klettergebiet erleben können, was so vielseitig ist wie die Sächsische Schweiz. Und dann ist das Besondere, hier auch wirklich auf einen Gipfel, auf einen Felsen richtig hoch zu klettern. Dieses Gefühl, oben zu stehen und also sozusagen dieses geschafft wirklich zu erleben, indem man oben drauf steht, ist sicherlich etwas ganz anderes, wie wenn man einen Umlenker klippt. Also das kann ich für mich sagen. Wenn ich einen Umlenker klippe oder wenn ich meine Familie hochhole, nachdem wir einen schönen Weg geklettert haben, das hat auf jeden Fall dieses Erlebnis, was geschafft zu haben, ist ja intensiver. Ja klar. Und ich habe mittlerweile schon tausende Sportklettertouren in verschiedenen Gebieten geklettert. Der Kilian kommt! Und aber an die Wege, an die ich mich wirklich gut erinnern kann, die fanden auf jeden Fall hier im Elbsandsteingebirge statt. Tschüssi, mein Sohn. Bis gleich. Traditionell werden in der sächsischen Schweiz Seilstücken, Schlingen genutzt zum Sichern. Dadurch, dass der Sandstein so weich ist, hat man sich mal dafür entschlossen und auch das im Regelwerk verankert. Es darf ja kein Hilfsmittel verwendet werden aus Metall. Das heißt keine Friends, keine Keile. Hier. Hier ist so eine 100%ige. Also am besten sind Achterknoten, weil die verbreitern sich, wenn man sie reinlegt. Ne? Oh, jetzt geht es nicht so richtig rein. Jetzt kommt hier mein DDR-Skistock zum Einsatz. Also das hält. Wollen wir es mal ausprobieren? Hängt, du mal zumachen. Nee, bewegt sich nie, also das hält. Hält.
Es gibt also so viele Wege und so viele Gipfel, die ich noch nicht beklettert und bestiegen habe. Es wird also bis ins hohe Alter wahrscheinlich immer wieder Neues zu erleben geben hier. Ich kletter unheimlich gerne auch mit dem Kili oder mit der Maite zusammen auch leichtere Touren, die bei weitem nicht an meinem Leistungslimit sind, aber die ein schönes kleines Abenteuer für uns bereithalten. Und das kann ich mir vorstellen, das geht auch mit 70 oder 80 oder gar 90 geht es noch genauso. Hier wird es immer wieder kleine, schöne Abenteuer geben, die man mit seinen Seilgefährten oder Bergkameraden, wie man hier so sagt, da erleben kann. Also ja, ich möchte so lange wie ich laufen kann und noch zum Fels komme, auch noch klettern. Wenn der Sandstein ein Mensch wäre, was wäre das für ein Typ? Oh, ein großer, bärtiger, ganz ruhiger, entspannter Typ vielleicht mit einer Pfeife hier im Mund und schön dicken Kaffeepott so. Cool. Die haben die Ruhe weg auf jeden Fall. Die haben schon viel gesehen, die Felsen hier. Was für ein sympathischer Typ. Übrigens ist Robert Leisner nicht nur sackstarker Kletterer, sondern auch talentierter Geschichtenerzähler. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, einen seiner kurzweiligen Vorträge zu besuchen, solltet ihr euch das nicht entgehen lassen. Jetzt aber zu den Verlosungen. In der letzten Sendung haben wir euch gebeten, Themenvorschläge für La Crux TV zu machen. Wir haben ganz viele Inputs erhalten von euch. Vielen herzlichen Dank dafür. Natürlich mussten wir trotz dieser Themenvielfalt nun einen Gewinner definieren. Gewonnen hat den Kletterhelm Erich Connox. Vielen herzlichen Dank und herzliche Gratulation. Natürlich wollen wir euch auch heute nicht in die Untiefen des Internets entlassen, ohne die Chance auf einen Gewinn. Wir verlosen wie angekündigt ein Set Express Karabiner von Petzl. 1993 brachte Petzl die ersten Spirit-Karabiner auf den Markt. Seither sind sie nicht mehr aus den Sportklettergebieten dieser Welt wegzudenken. Genau dieser Karabiner hat nun Petzl überarbeitet und noch besser gemacht. Was genau neu ist, das erfährt ihr in einem Artikel auf La Crux. Den Link zum Artikel findet ihr in der Description. Was müsst ihr nun tun, um eben diesen begehrten Karabiner, diese Echsen zu gewinnen? Ganz einfach, beantwortet folgende Fragen. Welcher Turm gilt als Symbol des sächsischen Bergsteigens? Schreibt uns die Antwort in die Kommentare. Das wär's für die heutige Sendung. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Robert, hast du noch was? Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen, der Film, die Eindrücke vom Elbsandsteingebirge. Ich freue mich, dass ihr alle dabei wart. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Like geben und den Kanal am besten abonnieren, dass ihr die nächsten Sendungen nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Robert.